Ja, wir sind mal wieder in Bayern, in Dasing. Und da steht es von Wheelhouse Easy Caravaning, made in Holland. Ja. Die ganz großen Holländer haben das quasi fast erfunden. Es ist ein Pop-up Caravan, der nicht ganz leicht ist, aber auch nicht zu schwer und der binnen Sekunden aufgefaltet werden kann zu einem richtigen Wohnwagen. Ja, sieht schon seltsam aus, oder? Ja, also jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich finde, es sieht gar nicht aus, als könnten wir da drin wohnen. Deine Größe nochmal bitte. 1,65 Meter. 1,65 Meter. Du bist die? Sandra. Hallo Sandra, guten Morgen. Ja, und da ist noch eine Sandra. Guten Morgen, ich bin die andere Sandra, nämlich die Diana. Ja, grüß dich Diana. Ihr seid die Miller Twins. Hi. Ja, richtig. Ja, und das ist jetzt ein kleines Gerät. Wir sind heute bei Wheelhouse, ja, Neueröffnung in Dasing. Außen ist die Beschilderung noch nicht dran. Wir dürfen so ein Sneak Preview machen auf den neuen Verkaufsraum, der da ist. Und hier steht da Made in Holland. Für dich jetzt ein Einzelstück im Moment? Ja, im Moment Einzelstück. Aber das reiht sich, sag mal, in die Sachen ein, die wir sonst auch haben. Alles leicht, klein, handlich, tiny, genau. Ja, das ist so. Wenn du dich mal kurz vorstellst? Ja, ich bin Patrick, Gründer und ja, Betreiber der Wheelhouse in Hamburg und jetzt ganz neu in Dasing. Und ja, wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, möglichst eine große Auswahl kleiner, leichter, handlicher Camper vorzustellen und ja, dem Kunden zu präsentieren. Ja, ich zeige es mal gerade hier vorne. Da hast du nämlich die Möglichkeit, auch Fahrräder direkt auf die Deichsel zu machen. Wenn du mal kurz zu mir kommst und mir das mal beschreibst, das ist eine handelsübliche ein Alkorahmen, oder? Ja, das ist ein ganz normaler Alkorahmen. Nehmen wir mal den Tisch hier nachher weg. Wir brauchen V-Deichselfähigen Fahrradträger, gibt es in leichter Art und Weise für normale Fahrräder. Es gibt klappbare Fahrradträger, die E-Bike-tauglich sind, was ich hier auch präferieren würde, weil man sonst nicht an die Klappe mehr rankommt. Also er sollte schon klappbar sein. Das ist so, ja. Ja, das Große ist ja dahinter. Ihr seid schon ganz beschannt. Ja, wir sind schon ganz gespannt und warten auf die... Ich gehe trotzdem mal kurz drum rum. Oben drauf ist GFK, oder? Es ist ABS-Kunststoff. ABS, ja. Also leichter als GFK. Ja, und vor allen Dingen voll recycelbar. GFK ist ja quasi Sondermüll, es ist nicht recycelfähig. Und immer mehr Hersteller, also auch bei uns mehrere, bauen immer mehr aus ABS. Deswegen. So, ich zeige es mal gerade. Das ist eure Ausstellung. Ihr habt zum Beispiel einen Kipp hier stehen? Ja, mehrere. Also alle, die Kipp an Shelter-Modellen herstellt. Das heißt, der Basic, der silberne, der blaue ist ein Plus. Und hier der braune links von uns ist ein Offroader. Da haben wir im Prinzip alles an Varianten und auch an Farben, die verfügbar sind hier. Schön. Jetzt schauen wir uns den mal kurz an. Hinten, der hat wahrscheinlich... Wenn du mal kurz mit mir mitkommst, das beschreibst, der hat wahrscheinlich eine COC-Zulassung. Darf ich den in ganz Europa zulassen? Ja, der hat ein COC. Das Einzige, was in Deutschland noch dazu kommt, je nachdem wie er ausgestattet ist, wäre eine Gasprüfung nach deutschen Regeln. Das war's. Und 100 km/h Zulassung. Und 100 km/h Zulassung. Ich zeige das mal gerade von der Seite. Die andere Seite sieht genauso aus wie die eine Seite. So, und jetzt kommt's ja. Jetzt bin ich angekommen. Die Zielgruppe für das Fahrzeug, was denkst du? Also erfahrungsgemäß Ü50, das ist so, das aber trifft auf fast alle Karawane zu. Ich denke, die Leute haben in dem Alter einfach mehr Zeit und auch das entsprechende Geld. Und ja, das ist so erfahrungsgemäß zumindest unsere Zielgruppe. Ich habe jetzt gedacht, das wären so irgendwie so Hardcore-Camper, die so was ganz Kleines suchen oder irgendwas, aber das ist schon die ältere Zielgruppe. Ja, die suchen schon was Kleines. Also wir haben ja auch viele Leute aus urbanen Gegenden, die einfach, da geht's los mit der Parkplatzsuche, wo stelle ich das unter, mein Carport, meine Garage in die Tiefgarage bringen. Die Autos werden immer kleiner, leichter, E-Mobilität wird immer mehr ein Thema. Das hier geht ja mit denen. Ja, geht mit allen unseren Fahrzeugen. Die wiegen alle, bis auf eine Ausnahme, bis 750 Kilo. Ach, die sind alle unter 750 Kilo? Ja. Krass, das heißt, die können mit jedem B-Führerschein ohne Prüfung? Ja. Okay, krass. Ja, walte mal deines Amtes bitte. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Die Vorbereitung. Was hast du jetzt gemacht? Ja, das sind die vorderen Verriegelungen. Die muss man einmal öffnen. Die vorderen Verriegelungen einmal öffnen. Für die Fahrt. Ich bin mal sehr gespannt. Ach, Gasdruck. Wow. Nee, ne? Wahnsinn. Das ist wow.
natürlich drin noch ein bisschen aufräumen und sich einrichten. Jetzt nicht reintreten, weil dann kippt er gleich um. Wir müssen erstmal die Stützen runter machen. Okay, das machen wir gleich mal. Aber ich schaue mal ganz kurz rein. Was mir aufgefallen ist, dass das Design von deinen Wohnwagen immer unglaublich aktuell und schick ist, sehr modern. Ja, das sollte mir auch persönlich gefallen. Also ich möchte mich eigentlich nur mit Dingen umgeben, die mir auch persönlich gefallen. Also insofern. Du bist ein ruhiger Typ, kann man das sagen? Eher ja. Weil er sagt so, oh, was für ein tolles, und, ja, es sollte mir schon gefallen und so. Also so sind sie halt die Hanseaten, oder? Der norddeutsche Charme. Stimmt. So, dann fahren wir mal die Stützen raus, da können die Mädels mal rein. Denn Stehhöhe ist ja das. Ist das cool? Yes, super cool, finde ich. Also, das sieht mega gemütlich aus, finde ich. Ja, macht auch viel Platz. Niedlich hier mit dem kleinen Kochecke. Du bist auf jeden Fall Kochnische. Du bist mit dem Teil bist du der Star auf jedem Ja, Campingplatz. definitiv. Also Oder? da bleibst du nicht lange alleine. Das So, sage ich dir. So, jetzt kurbelt man die runter. Das geht übrigens auch. Du kannst dir so einen kleinen Schlagbohrer mitnehmen, wenn du keinen Bock hast auf Kurbeln. Ja, Aber das da geht ja ruckzuck. finde ich jetzt nicht so schlimm. Sieht auf jeden Fall schon. Ich zeig's mal gerade von der Seite. So, er hat jetzt an der Seite hier so Gasdruckdämpfer mit dabei. 2 Stück. Dann hier so eine spezielle Scherentechnik, die dann geöffnet wird. Das ist übrigens die Verriegelung. So sieht sie aus. Die das Ganze hält, weil man will ja nicht, dass das Ding während der Fahrt aufgeht, oder? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So. Jetzt ist er bereit? Bitte schön. So, auf Wunsch auch mit entsprechender Batterie geht das? In der Zukunft wird das angeboten. Also dieser läuft tatsächlich nur über Außenstromanschluss. Gut, jetzt ist das ja eigentlich ein großes Zelt, wenn man so will, oder? Ja. Also es gibt keine wirklichen Heizungsmöglichkeiten, weil klar, ist nicht gedämmt. Man kann ihn aber innen drin variabel umbauen. Man kann daraus ein großes 1,60 x 2,5 Meter Bett machen. Ich gehe mal rein. Also ich bin 1,83 groß. Und du hast denn Licht, wenn du jetzt hier Strom anschließen würdest? Ja. Oben in der Decke. Da sind über Lampen drin, ich zeig's mal gerade. Herrlich. Herrlich. Oh, wenn das mal nicht gemütlich ist. Warte, ich mache euch mal gerade ein bisschen heller. Dann haben wir. So, jetzt seid ihr erleuchtet. Bequem. Ist es gut? Super. Und das Coole ist, du hast noch richtig viel Platz hier. Guck mal, wenn du jetzt hier vorne bist. Das heißt, man kann es umbauen. Wie? Ja, man kann hier vorne die grauen Polster wegnehmen. Dann hat man hier einen Tisch. Das heißt, man kann 2/3 quasi als Bett hinten gebaut lassen, um den einfach als Stauraum zu nutzen. Ist das schon gut. Das heißt, den Tisch kannst du anheben dann, oder? Warte Genau. mal, zeig mal den Stauraum. Das heißt, die Zuladung, was denkst du, was kann noch rein? Naja, der wiegt jetzt etwas über 500 Kilo, also man kann gute 200, 250 Kilo mitnehmen. Guck, da ist der Stempel. Stange, hier ist Da die ist der Stempel, genau. Schau mal. Einfach rein. Stempel heißt es. Ja, nee, die Stange ist schon richtig. Ich bin der Stempeltyp, ja. So, und jetzt die Sitzkissen, die Sitzkissen einfach als Kissen hier rein. Wahrscheinlich das rote Polster dahinter. Genau. Das ist ein bisschen hoch. Wow. So, perfekt. Und vom Liegen, kann man dann direkt. Ach so, das geht immer noch, das Liegen, gell? Ja, es geht. Also, Für 2 Personen eben ideale Kombination. Man kann das Bettzeug hinten lassen, man kann sich einfach so hinlegen, aber man kann auch sitzen, ohne alles umgebaut zu haben. Also es ist ein optimales Showcar, aber eigentlich für Leute, die ganz individuell sein wollen, sind aber viele deiner Camper, gell? Die sagen, ich will nichts von der Stange, so Pi mal Daumen. Ja, das ist der Hauptgrund. Also unsere Kundschaft sucht das andere. Also diese, ja, wie man sie landläufig nennt, weiße Ware, ist eben nicht das, was unsere Kundschaft sucht. Gut, der ist jetzt auch weiß. Der ist weiß, ja, aber hat vom Konzept her ist er natürlich was völlig anderes als ein typischer Wohnwagen. Ich bin leider zu neugierig und muss hier mal weiter öffnen. Ja, das Ganze ist auch handwerklich gefertigt, wie man sieht. Ja, alles soweit es geht, Holzbauweise. Es riecht nach Holz. Ja, riecht nach Holz. Oh, da sind dann noch die Spänen sogar. So neu. Und, Ja, wenn man die mal aufzieht, da ist eine Kühlbox drin. War ein Riesenteil. Ja, die ist groß. Kompressor kann man über Gas und über Elektroanschluss betreiben. So, das sind natürlich, guck mal hier, Move. Das ist eine spezielle Zeitung für Zubehör, für richtig coole Leute, oder wie? Ja, das ist eine Marke von Movera. Ich finde, die haben sehr schönes Zubehör, mal ein bisschen anders. Okay. Auch mal anders aufgezogen.
nicht so dieses Mainstream. Schick, habe ich noch nie gesehen, die Marke. Ja, Ich bin also auf der Suche nach anderen Mustern, halt nicht so 0815, gell? ja. Nee, da findet man schicke Sachen. So, Allrad. Ja, sag mal. Muss ich jetzt auch noch mal einen Stauraum? Ja, da sind Stromanschlüsse und natürlich als Stauraum nutzbar. Und hinter dieser kleinen Klappe, da befindet sich dann auch noch eine Nottoilette. Ja. Porta Potty, oder was da drin? Ja, für die Damen meistens ein größeres Thema als für die Herren. Aber es beruhigt und man hat für den Notfall tatsächlich einfach die Möglichkeit. Funktioniert übrigens ganz hervorragend zum Porta Potty. Also funktioniert eigentlich wie so eine Kassettentoilette, muss man sagen. Nee, gar nicht. Das ist eine Chemietoilette, kannst du also reinmachen und geht so 2-3 Tage, kannst du schon benutzen, wenn du da dich ein bisschen zurückhältst. Also da kannst du hier nachts aufstehen, kannst Pipi machen im Wohnwagen. Speziell für Kinder ist das toll. Ja, aber eben wenn man in Ländern ist, wo eben irgendwelche Tiere draußen rum, ich kann mich noch an Australien mit den ganzen Kröten und Schlangen, boah, da hätte ich mir sowas gewünscht. So, genau, wenn du da nur kurz aufmachst, ich weiß nicht schnell genug. Hier haben wir noch ein richtig schönes Fach. Ja. Boah, ich finde es mega kann man cool. Hier auch noch wunderbar. Mega cool, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Überleg mal jetzt so in Südfrankreich, wenn du jetzt so bist, ja, und dann du cool. Aufklappen, kein Zelt aufbauen, einfach da sein, auch mal schnell wieder aufbrechen. Dann Shades sind auch noch drin. Genau. Ja. Das testen wir mal einmal. Verdunklungen, so, weil die Leute sich immer beschweren über meine Anglizismen. Nee, man kann auch von unten nach oben quasi Privatsphäre schaffen und oben Licht durchlassen. Also die Reißverschlüsse funktionieren in beide Richtungen. Das ist für viele auch wichtig. So, jetzt kommt es noch besser. Du kannst diese Stangen irgendwie verschieben. Kann das sein, innen drin? Nee, das ist eigentlich, werden die in der Praxis noch runtergeklappt, um das Dach einfach gegen Wind stabiler abzustützen. Aber wenn du mir das einmal mal kurz mal zeigst, ja, wie das geht. Weil im Moment ist es ja so ein bisschen... Warte, ich sehe nichts. Ja, ich zeige gleich, wenn es fertig ist. Jetzt wird hier schwer umgebaut. So sieht er komplett aus. Das ist ein cooles Teil. Warte, ich zeige mal von vorne, wie er aussieht, wenn er offen ist. Hier ist so Fliegengitter mit drin. Take-Off heißt das Produkt. Und jetzt ist er stabiler. Jetzt ist er auch nicht mehr so durchhängend. Das heißt also, der ist da. Also man stellt diese Stangen hier mit dem Schnellverschluss in diese Halterung, drückt das Dach ein bisschen hoch. Dann ist stramm, gell? Und dann arretiert man die Stange und dann... So Windlast, wenn jetzt so Windstärke 8 kommt, Problem? Ja, irgendwo ist die Grenze erreicht, ne? Wie bei allem. Also habe ich nicht ausprobiert, kann ich nicht zu sagen. Okay. Aber Wind wird es schon aushalten. Wind wird es aushalten, sehr schön. Notfalls kann man es ja zuklappen. Da kann man nur nicht mehr drin schlafen. Aber eigentlich eine tolle Idee, oder? Das ist eine richtig gute Idee. Also okay, hier gibt es sogar noch Licht. Ja, hier überall. Ja, im Moment ist jetzt nicht angeschlossen, das können wir uns aber denken. Kann man das auch aufmachen komplett, dass ich also komplett frei bin? Das geht nicht, gell? Nee. Das geht nicht. Ich habe aber Fliegengitter, wenn ich hier runter mache, hier vorne. Ist das drin? Ja, man hat vorne an der Stirnseite Fliegengitter und hier im Eingang auch. Und ich habe hier auch noch entdeckt. Was hast du entdeckt? Warte. Ich habe hier auch noch eine Steckdose entdeckt und USB. Echt? USB und Steckdose? Ja gut, wir sind im Jahr 2021. Da ist das so das Minimum, was du haben musst. Und man kann ja auch so ein praktisch mobiles Poweraggregat nehmen, so ein kleines Lithium. Das ist dafür, glaube ich, ganz toll gedacht, oder? Das kann man machen, ja, spricht nichts dagegen. Also um ein bisschen mehr autark zu sein, es wird, wie ich hörte, auch demnächst Möglichkeit der Solaranlage geben. Oben zum Kleben, oder? Ja. Genau. Super. Boah, die probieren alles aus, die Mädels. Das ist so die Miller Twins. Selbst Mamis, muss man sagen, denn sie kennen sich mit Familien aus und wenn du jetzt zu zweit unterwegs bist, auch zu dritt mit einem kleinen Kind, schon geil, oder? Super gut vorstellen hier. So, jetzt hast du Fliegengitter drin. Praktisch. Toll. Echt richtig cool. Ja? Ja, voll. So, das ist noch genau diesen hast du. Das ist der letzte, den du hast. Und das ist ein Vorführer, der steht jetzt mit 15% Rabatt drin, der Preis im Moment. 15,9.
15,9 netto netto. Ja. Das ist also der Endpreis, Ja. inklusive Mehrwertsteuer, wenn man ihn hier abholt in Dasing. Genau, ja. Abholung wäre hier. Und das ist das Sportmodell. Da gibt es ein paar Extras, wie wir gesehen haben. Die Aufkleber an der Seite sind nicht bei dem Modell nicht normalerweise dabei. Dann haben wir die Kühlbox, die Toilette. Das gehört alles dazu und noch ein großes Heckzelt. Ach, das ist dabei, oder wie? Ja, was den Wohnraum nochmal so um 6 Quadratmeter circa erweitert. 6 Quadratmeter. Ja, ist relativ groß. Okay, das heißt nochmal so groß. Das Bettmaß ist 1,60 Meter mal 2,5 Meter. Das ist also für einen Camper sehr luxuriös. So, komm, dann machen wir noch ein bisschen Information für dich. Wheelhouse, euch gibt es schon länger, gell? Ja, so lange auch noch nicht. Also wir haben in Hamburg gestartet 2018 und haben dann, sind selber so ein bisschen überrascht worden von der Nachfrage. Sind dann innerhalb Hamburgs gleich umgezogen, haben uns da deutlich vergrößert, um einfach mehr Platz und auch mehr Modelle anzubieten. Das war auch so die Zeit, wo die meisten Modelle, die wir vertreten, auch tatsächlich eigentlich auch erst auf den Markt kamen. Also es war so eine Gründerzeit sowohl für uns als auch für die Hersteller. Und deswegen haben wir den Entschluss gefasst, jetzt für den Süden im Grunde das Gleiche auch mit anzubieten. Weil die Distanzen einfach für Leute, die sich speziell für sowas interessieren und aus dem Süden kommen, nach Hamburg zu fahren, doch ein bisschen zu groß sind auf Dauer. Ja, wheelhouse.de, ist es so? Genau. Wheelhouse.de und wir sind tatsächlich in Dasing heute am 19. März 2021. Draußen ist immer noch Schnee. Es soll aber nächste Woche der weg sein. Euer Auto war heute 1 Meter zugeschneit. Ja, definitiv. Ich musste heute richtig graben. So ist es. Ist aber nichts für den Winter, muss man ganz klar sagen. Also wenn du hier drin schläfst, dann brauchst du schon Biwak. Ich sag mal, das ist schon, ich habe ein T6 Aufstelldach, der ist mir schon kalt genug manchmal. Trotz 6 kW Heizung, wenn es mal so minus 10 Grad sind und du hast keine Isolierung drauf, nicht so toll. Ja, wenn ihr wollt, wir drehen weitere Videos, schaut euch die an. Wir sind heute bei strahlendem Sonnenschein in Dasing. Draußen ist es bitterkalt und ganz viele Kips haben wir da. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank euch. Ja, danke. Ciao. Danke dir. Ja, danke schön.